Eine Arbeitswoche wäre ja so 40 Stunden. So als Musiker, was reden wir da in Minuten? Vielleicht einfacher. Es sind, glaube ich, schon manchmal 10 Stunden sogar am Tag. Es springt irgendwie nicht so viel dabei raus, wie ich mir immer erwünsche. Ich bin Sonja Boll. Das ist «Musik ist keine Arbeit». Mein heutiger Gast ist Dachs. Aber so eine Legende sind wie keiner vor Grüezi wohl, Herr Kiel. Sie dürfen sich sonst gerade hier sitzen. Danke. Grüezi, Frau Boll. Schön sind Sie da. Ich sehe, Sie haben Ihren Lebenslauf hoffentlich mitgebracht, wie wir es Ihnen gesagt haben. Wie abgemacht. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir anfangen, wenn Sie noch einen Kaffee, kann ich Ihnen noch etwas anbieten. Sie haben Haustiere? Leider nicht, aber ich bin so ein extremer Katzenfan. Einer von diesen Creeps, wo der Katzen so einen Namen gibt in der ganzen Stadt. Wie heissen denn die Katzen so? Ja, so meistens so Schweizer Namen wie Patrick und Remo. Ja, ich sehe da auf ihrem Etui auch. Ja, ich bin grosser Katzenfan. Ja, Freude hat. Seit 2013 sind Sie aktiv. Dann haben wir hier das Debütalbum, dann ein zweites Album schon. 2 Jahre zwischendrin, das ist sogar noch relativ effizient, oder? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube. Aber gleichzeitig, also wissen Sie, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will auf einer Baustelle arbeiten und alle 2 Jahre hätte ich dann irgendwie mal eine Mauer fertig gebaut. Haben Sie das Gefühl, das ist das genug? Ja, es ist wirklich so, ich gebe alles, was ich kann und ich bin einfach irgendwie nicht schneller. Also, ich glaube eher eine langsame Person. Man sieht es ja auch. Oder hört es. Ich meine, vielleicht ist das mit dem Tempo eben wirklich ein bisschen... Könnte man vielleicht ein bisschen daran arbeiten. Was ich bis jetzt irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, habe ich mich dann gemeldet, dass wir jetzt da sind? Oder irgendwie haben wir ja plötzlich telefoniert. Ja, ihre Mami macht sich Sorgen. Ah, okay. Ist jetzt nicht der Weg Nummer 1, den man für gewöhnlich gehen? Ja, ich bin jetzt schon gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe sie erst gesehen und sie gefunden, ich mache es toll. Ja, aber wissen Sie, toll kann man Hobbys machen. Ja. Was würden Sie sagen? Wo stehen Sie gerade so im Leben? Auf eine gute Art eigentlich eingenistet, so eine stabile Beziehung, Kleinstadt, tiefe Miete, St. Gallen, irgendwie Freude eigentlich an dem, was ich mache, aber es klappt irgendwie einfach noch nicht so gut und darum bin ich jetzt vielleicht trotzdem da. Dir, es steckt schon im Bandnamen und es zieht sich einfach ein bisschen durch. Siebenschläfer, tote Katzen. Also mit der toten Katze habe ich schon ein bisschen schwierig gefunden. Also, Sie sagen jetzt, Sie sind grosser Katzenfan und singen über tote Katzen. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber ja, vielleicht läuft das Album einfach nicht besser. Ich meine, Sie haben doch auch schon mal einen Hit gehabt. Also für Schweizer Verhältnisse redet man schon langsam von einem Hit. Beat Breu aus dem Jahr 2020, 720'000 Streams. Eben, also, kann man von einem Hit reden? Oder ist das einfach, es tönt einigermaßen okay im Lebenslauf? Ja, also ich schreibe jetzt immer Underground-Hit. Da kann man sich so ein bisschen rausschnorren. Aber ja, irgendwie für St. Galler Dialekt und Kopfstimme ist es schon ein Hit vielleicht. Das ist natürlich schon eine schwierige Nische, die Sie sich ausgesucht haben. Also, was würden denn Sie mir für einen Dialekt raten oder was für eine Tonlage? Also ich meine, sind wir ganz ehrlich, miteinander in der Schweiz Minimum Berner Dialekt müsste es sein. Wir Ostschweizerinnen haben es schon einfach nicht so einfach dialektmässig. Ich meine, höre ich mich selber gerne reden? Nein. Sind Sie drum beim Raff? Frage stelle ich.
720'000 Streams. Hat irgendwie mal ein Znacht gegeben, grosses, oder wo sind wir da? Also Miete zahlt ist da ja noch nicht. Ja, nein, also mit den Streams ganz sicher nicht. Aber das sind dann schon Konzerte, die am ehesten noch Geld geben. Dann natürlich das Visa vom Radio Airplay und von den Konzerten. Und dann gibt es halt ab und zu mal ein Konzert, wo man gar nicht so laut erzählt, dass man das macht. Da gibt dann Wo Geld. ein bisschen mehr Cash gibt. Also so ein bisschen, Das ist dann meistens eher ein privates Booking. also sind sie eigentlich so inoffizielle Hochzeitssänger? Gerade ein bisschen in die Richtung. Aber Sie schreiben ja in ihrem Lebenslauf, sie haben keine anständige Ausbildung. Das ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig hilfreich, wenn man allenfalls noch in eine andere Richtung geht. Weil das mit dem Hochzeitssänger, ich weiss ja jetzt wenig. Tut mir leid, aber jetzt wie so eine Partynudel wirken sie jetzt nicht auf mich. Nein, definitiv nicht. Aber ja, manchmal funktioniert es irgendwie so mit einer abgelöschten Art, zumindest irgendwie die Leute gleich so ein bisschen zu unterhalten. Aber das ist ja dann auch wieder so eine spezifische Nische. Heutzutage so das Influencer-Zeugs ist ja so etwas, wo man Geld verdienen kann. Ich weiss jetzt wenig, sie probieren es ja auch, so ein bisschen Werbung machen für sie. Ja. Aber dort, ich weiss wenig, ob sie den richtigen Weg gehen. Also wenn man das so ein bisschen anschaut, kommen die Leute so an das Konzert von So, ihnen? unsere Solothurner Passanten Also- haben, wo sie her würden gehen bei einem Date, das hören wir jetzt. Jetzt mal angenommen, ich hätte ein Date in Solothurn und ich war noch nie in Solothurn gewesen. Ich würde natürlich an der Aare chillen und dann würde ich dann so Stärker über die Türen fliegen oder Schwäne, sorry. Und ich würde dann so zu meinem Date sagen, so, hey, meinst du nicht, dass das ein Zeichen ist so für uns? Und mein Date würde dann so finden, oh Gott. Sind Leute gekommen? Also 121 haben es geliked, sind die alle gekommen? Ja, das sind die gewesen. Die sind dort gewesen. Es ist manchmal einfach gar nicht so schlecht, wenn man aus einer Distanz mal wieder anschaut. Also, ich meine, ich weiss ja wenig. Ist das der Humor heutzutage? Also, ich würde mich ja schon immer noch so ein bisschen als jung geblieben beschreiben, aber ich habe jetzt wenig gelacht. Müssen wir lachen? Also ich will ja auch wie nicht so direkt lustig sein, sondern es schwingt so ein gewisser Punk mit. Ja, das Jobangebot, ich finde es wirklich Altersheim. Dort ist Tempo jetzt schon nicht an erster Stelle. Sonst manchmal die Jungen sind nämlich so ein bisschen... Würde ich glaube es echt noch fühlen. Ja. Wenn man so die Schweizer Wirtschaft anschaut, es ist halt einfach eine kleine Nische, wo sie sich drin bewegen. Also ich meine, irgendwie Kultur, man macht das etwa knapp 2% aus. Herr Kehl, sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie im richtigen Ort sind? Ja, also eben, ich habe mich ja da nicht angemeldet. Unbelehrbar, hä? Ja. Das steht jetzt auch nicht mit meiner Mutter. Vor allem es ist lustig, dass da so rote Böllchen hat, weil sie tritt lustigerweise einmal so auf, so als Clown. Also wenn Ihre Also Mutter, wenn sogar wo die als, sich Sorgen Ja. macht, dann die weiss, sie kennt sich eigentlich aus dem Fall im Kulturbereich. ja. Aber vielleicht um nochmal auf das Altersheim-Thema zurückzukommen. Ja. So Synthi und so ist immer ein bisschen schwierig. Das ist meistens ein bisschen überfordernd. Aha. Also, Wie haben Sie es so mit Flötenmusik? pff. Könnte man daran Saxophon arbeiten? haben wir gemacht, da Ja. kann ich auch so ein bisschen flöten, aber ich glaube so... Ja, wir könnten es mein Stil testen. wäre eher so Vielleicht bringen wir da her, oder? Flöten. Ja. Wow. Vielleicht könnten wir ein Duo spielen. Twinkle, Twinkle, Little Star. Bringen wir das her? Wie tönt das? Sonst also nächste Weihnachten, ich gehe mit der Familie, gehen wir ins Altersheim. Ich melde mich sonst bei Ihnen. Je nachdem können wir sogar eine Gage aushandeln. Ich sehe mich irgendwie eher so als, ich weiß auch nicht, so als Seelsorger. Ich glaube, anscheinend ja nicht so gut im schnell selber erzählen, aber die Leute erzählen... hören. Ja, hören. Die Frage ist, sind Sie wirklich ein guter Zuhörer oder einfach zu langsam im Reagieren? Ja, habe ich mich selber auch schon gefragt, aber nein, ich lasse wirklich gerne zu.
Ausser jetzt mit Ihnen finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich die ganze Szenerie wie nicht so Das ist, selber haben wollen. Ich glaub, das ist wirklich ihr Problem. Da kann ich Ja. semi etwas dafür. Das können Sie mit Ihrer Mutter ausdiskutieren, ehrlich gesagt. Aber Herr ja, Kehl, ja. ich hoffe, Sie haben etwas mitnehmen von heute. Ich hoffe, Ja. Sie haben es immer noch weiterhin gut mit Ihrer Mutter. Wir sehen uns wahrscheinlich etwa einen Monat wieder. Ich wäre jetzt einfach super, wenn Sie mir so die nächsten paar Wochen, so alle Wochen, so einen Nachweis könnten geben, dass Sie es einfach probieren. Und dann sehe ich wirklich Cash. Ja, da hoffen wir dann. Wir wollen zusammen schauen, dass da etwas läuft. Okay. Unsere Schweizer Wirtschaft läuft nicht einfach mit alle 2 Jahren mal irgendwie ein bisschen über tote Katzen singen. Das ist wie Okay, jetzt nicht der way to go. Ja, Herr Kehl, es hat mich gefreut. Mich auch. Danke. Schön gewesen, fürs Sie kennenzulernen. Zeit nehmen. Und Ja, falls meine jederzeit. Mutter nochmal anruft, sagen Sie liebe Liebe Grüße. Grüße. Mache ich sehr gerne.